Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie wir aus Gips und Styrodur einen wunderschönen Felsen formen. Dieses Mal möchte ich zeigen, wie wir mit Farbe den Fels färben, wie wir mit Begrünungsmaterial die Vegetation nachbilden und mit Püppis und kleinen Details das Ganze ausschmücken. Ich werde jetzt den Felsen färben, der wird insgesamt 4-mal gefärbt mit 4 verschiedenen Aufträgen. Der erste Farbauftrag ist hellgrau, das ist die Grundfarbe, dann kommen Braunfarbtöne dazu, dann wird das Ganze dunkel lasiert und zum Schluss als Finish kommt die Granierfarbe, das ist ein hellgrauer Farbton. Ich nehme jeweils von jeder Farbe, weiß, schwarz und braun, jeweils ein Klecks und mische das mit dem Pinsel direkt auf der Pappe. Die Farbe muss komplett austrocknen, bevor der nächste Farbauftrag beginnt. Ich mache jetzt den zweiten Farbauftrag und zwar nehme ich dazu Ocker. Da tupfe ich nur mit der Pinselspitze in die Farbe, tupfe das dann wieder auf der Pappe ab, sodass nur ganz wenig Farbe am Pinsel zurückbleibt. Und dann fahre ich nur an ein paar Stellen am Felsen entlang, nur ganz wenig, auf keinen Fall flächig, sondern nur ein paar so Spitzen. Man versucht da so Einschlüsse im Gestein nachzubilden oder Auswaschungen von Kalk, von Mangan, von Eisen, das immer so über die Schichten ausgeschwemmt wird. Ich mache jetzt hier mit dem Lasurauftrag weiter. Lasurfarbe bedeutet, ich nehme eine dunkle Farbe mit Schwarz und Braun gemischt. Die wird sehr wässrig verdünnt und dann mit dem Pinsel aufgetragen. Dann wird das Ganze wieder mit dem Schwamm abgewischt, sodass in den Vertiefungen die dunkle Farbe bleibt und auf den Flächen oben am Fels die Farbe abgewaschen wird. So erhält man eine ganz tolle Tiefenwirkung. Damit sich die Höhle von dem restlichen Fels unterscheidet, wasche ich weniger von der Farbe ab. Damit bleibt die Höhle dunkler und wirkt dadurch auch trister. Damit der Fels seine endgültige Gestalt bekommt, wird jetzt noch mit dem letzten Finish eine hellgraue Farbe aufgetragen. Und die wird nur mit den Pinselspitzen vorne aufgetragen, ganz wenig Farbe, ein fast farbleerer Pinsel. Und dann wird nur über die Konturen und die Kanten gestrichen, sodass nur die Kanten hell werden und der Rest bleibt dann so. Der Fels ist jetzt hier so fertig gestaltet. Im nächsten Schritt werde ich dann zeigen, wie wir daraus eine schöne Vegetation zaubern, wie das alles schön grünt und blüht. Die Wüste wird grün. Ich werde jetzt hier anfangen, das alles braun zu färben. Dann nehme ich hier Sand dazu. Der wird auf die feuchte Farbe aufgestreut. So haben wir einen schönen erdfarbenen Grundton. Darauf wird dann nachher begrünt. Jetzt steht hier der Schotter weg. Den mache ich auch wieder braun mit Erdfarben und dann Sand auftragen. Der wird nachher noch heller gefärbt. Das Erdreich ist jetzt fertig mit dem Sand und mit der braunen Farbe. Jetzt möchte ich aber gern den Schotterweg noch betonen. Der soll deutlich heller werden. Und dazu nehme ich wieder eine hellgraue Farbe, mische etwas Ocker und einen kleinen Tupfer Braun mit rein und mache das genauso wie beim Felsen eben. Ich graniere nur, also mit ganz wenig Farbe pinsel ich da über den Weg, sodass das schöner, kräftiger, heller Schotter wird. Und man sieht jetzt schon ganz deutlich, wie hell das plötzlich wieder durchkommt. Der Untergrund bleibt aber dunkel und dadurch haben wir Kontrast von hell nach dunkel. Ich habe jetzt hier den feinen Schotter vorbereitet, der ist jetzt fertig. Und was jetzt noch fehlt, sind die gröberen Steine und Geröll. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar sind das hier so verschiedene Steinsorten in unterschiedlichen Größen. Und die möchte ich jetzt mit Holzleim an verschiedenen Stellen noch aufkleben, damit das so richtiger Geröllhaufen wird. Wichtig ist, ich mache das immer unterhalb der Felsen, wo normal der Gesteinsabbruch und das Geröll liegen bleibt. Ich schmeiße da von dem feineren Steinmaterial noch etwas auf die Klebeflächen. Dann hat man auch noch unterschiedliche Körnung. Noch eine kleine Besonderheit ist auf jeden Fall auf den Flächen, die dann grün werden, noch ein paar Steine aufkleben, weil das ist dann so richtig kontraststark. Das saftige Grün und der kahle Fels. Jetzt geht es weiter mit der Begrünung von dem kleinen Modell. Ich habe hier verschiedene Grasfasern in verschiedenen Farben. Das sind feine Flocken, die sind schon so vorgefertigt. Die Flocken fülle ich in so ein kleines Döschen und das Döschen hat vorne an der Öffnung kleine Löcher. Durch die Löcher kann ich dann das Gras auf die Fläche pusten. Damit das Gras natürlich hält, brauche ich erstmal Holzleim. Dann nehme ich Holzleim, pinsel die Fläche ein, puste dann Grasfasern auf. Damit das Ganze noch etwas abwechslungsreicher wird, habe ich hier noch kleine Flocken. Das sind Schaumgummiflocken. Und die bereichern die ganze Vegetation, indem sie so wirken, als wäre es Unkraut, Gestrüpp oder ähnliches. Damit die Grasflächen aufgelockert werden, mische ich Flocken in den Holzleim. Das Mischen der Grasfasern sorgt für eine abwechslungsreiche Wiese.
An den Felsvorsprüngen sollen kleine Grasbüschel wachsen. Dazu nehme ich den kleinen Pinsel, trage Klebepunkte auf und streue Gras drüber. Das ist jetzt das fertige Ergebnis der Begrünung mit dieser kleinen Streugrasdose. Wir hier im Wunderland arbeiten mit elektrostatischer Beflockung. Dadurch haben wir den Vorteil, dass die Gräser stehen. Das ist leider mit dieser Dose nicht möglich, aber für zu Hause, um ein schnelles Ergebnis zu erzielen, ist das eine ideale Möglichkeit. Ich möchte jetzt die Begrünung noch verfeinern mit Büschen und Gräsern. Das Material für die Büsche stammt aus dem Modellbahnladen. Die Büsche werden in Streifen geschnitten, werden einmal gefaltet und verdreht und mit der Pinzette aufgeklebt. Bei dem Setzen von solchen Büschen sollte man nur eines ganz unbedingt beachten: nicht komplett verteilen, irgendwie beliebig, sondern immer kleine Inseln, Vegetationsinseln bilden, denn das Gras oder das Gebüsch wächst immer von einem Zentrum nach außen. Zum Verfeinern der Vegetation nehme ich die kleinen Bäume, dazu schneide ich den Sockel unten ab und kann dann mit dem Schraubendreher ein kleines Loch ins Styrodur setzen und dann den Baum reinkleben. Ich stelle die Bäume in kleinen Krüppchen zusammen und einige positioniere ich am Wegesrand. Damit also eine Krippe auch wirklich eine richtige Krippe wird, braucht man natürlich das Jesuskind, Maria und Josef und die 3 Weisen aus dem Morgenland. Ja, und was nicht fehlen darf an Weihnachten, ist natürlich die Weihnachtsgans. Die wollen wir natürlich auch noch setzen, denn auch die gehört dazu. Und dann bliebe nur noch die Frage nach den Engeln. Wie die genau aussahen, weiß ich nicht. Ich hätte hier einfach mal einen Vorschlag zu machen. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Für die Hirten auf dem Felde. Es hat mir heute sehr viel Freude bereitet, eine Krippe zu bauen. Das war schon immer mal mein Traum, so eine Krippe zu bauen. Ich hatte noch nie die Gelegenheit dazu. Heute hatte ich sie. Und es war einfach sehr schön, mit so einfachen Materialien wie Styrodur, Gips und ein paar Grasfasern so eine Krippe in Szene zu setzen und so ein kleines Idyll zu schaffen.